Menschen wollen mobil sein. Um von einem Ort zum anderen zu kommen, braucht es Wege, Straßen und Verkehrsmittel. Mobilität erfordert Infrastruktur und Infrastruktur braucht Raum. Mobilität, Infrastruktur, Raum. Das alles hängt zusammen. Wenn sich aber nun Mobilität verändert, zum Beispiel durch mehr Fahrräder, wie verändert das den Raum? Mobilitätswende. Dieses Schlagwort hört man immer wieder. Es beschreibt Veränderungen in der Art, wie Menschen sich fortbewegen. Mobilität soll zum Beispiel nachhaltiger werden. Interessensverbände wie der NABU verlangen konkret, dass weniger Autos fahren sollen. Stattdessen sollen Menschen mit dem Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das schont die Umwelt. Es gibt viele Debatten darüber, wie Mobilität am besten gehen sollte. Wir betrachten das Thema Mobilitätswende hier mal kulturwissenschaftlich und wollen zeigen, worum es dabei vor allem geht. Nämlich um Raum. Raum ist alles, was uns umgibt. In ihm findet unser gesellschaftliches Leben statt. Gleichzeitig prägt der Raum, wie dieses Zusammenleben aussieht. Raum ist die Bühne des menschlichen Denkens und Handelns. Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Johanna Rolzhoven. Was Menschen tun und welche Vorstellungen sie haben, kann also am Raum abgelesen werden. Raum ist nicht einfach, wie er ist, sondern er wird gestaltet. Deshalb ist es wichtig, Raum immer in Verbindung mit Menschen zu denken. Johanna Rolzhoven hat ein Modell entwickelt. Die sogenannte Raumtriade besteht aus 3 Teilen: gebauter Raum, erlebter Raum und Repräsentationsraum. Der gebaute Raum ist all das, was wir greifen und berühren können. Zum Beispiel Häuser, Straßen, Gehwege oder Parks. Der erlebte Raum ist das eigene räumliche Empfinden. Beispielsweise fühlt sich dieselbe Straße unterschiedlich an, je nachdem, ob man auf dem Fahrrad oder im Auto unterwegs ist. Man spürt den Untergrund anders, sieht aus einem anderen Blickwinkel, nimmt andere Dinge wahr. Zuletzt der Repräsentationsraum. Er beschreibt Regeln, die für Räume aufgestellt werden. Zum Beispiel zeigt er, wer welche Wege benutzen darf und wer nicht. Das wird unter anderem in Bauplänen oder Straßenkarten wie von Google Maps festgehalten. Dieses Konzept mit seinen 3 Ebenen lässt sich auf die Mobilitätswende beziehen. Der Blick auf den gebauten Raum wirft die Frage auf, wie viel Raum steht den einzelnen Gruppen auf der Straße zur Verfügung? Zum Beispiel fordern FahrradfahrerInnen seit vielen Jahren mehr sichere Radwege. Während es früher keine eigenen Fahrradwege gab, sind heute in vielen Städten Fahrradstraßen und Fahrradwege ausgewiesen. Werden diese gebaut, so zeigt das, FahrradfahrerInnen haben mehr Macht in der Debatte gewonnen. Mobilitätswende bedeutet also, dass sich das Machtgefüge in der Raumnutzung verändert. Und der gebaute Raum ist nicht einfach da, sondern er ist das Ergebnis von gesellschaftlichen Debatten, die ständig geführt werden und auch den Raum ständig verändern. Mit neuen Wegen ändert sich auch der erlebte Raum. Johanna Rolzhoven sagt dazu, der individuelle Umgang mit dem Raum ist in starkem Maße von der Freiheit bestimmt, die man hat oder nicht hat, sich in bestimmten Räumen zu bewegen. Menschen nehmen den Raum also ganz unterschiedlich wahr. FahrradfahranfängerInnen fühlen sich in einer Fahrradstraße sicherer. Wenn man eine Gehbehinderung hat, können bestimmte Haltestellen zum unüberwindbaren Hindernis werden. Der erlebte Raum ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Wir wollten deshalb von PassantInnen in Freiburg wissen, wie bewegst du dich durch die Stadt? Denn uns interessiert, wie Menschen im Alltag den Raum nutzen und wahrnehmen. Eine große Bandbreite an Verkehrsmitteln. In Freiburg ist das Fahrrad definitiv beliebt. Die Leute haben auch über Vor- und Nachteile gesprochen. Also, um mich fortzubewegen, benutze ich am liebsten das Fahrrad. Da kann ich irgendwie entscheiden, wann ich losgehe, entscheiden, wann ich abhaue wieder. Bin ich irgendwie auf mich gestellt und muss nicht auf Zeiten warten. Und irgendwie mag ich das auch, so mich zu bewegen dann. Am meisten fahre ich definitiv mit der Straßenbahn, weil ich innerhalb von Freiburg unterwegs bin. Zweitmeisten Zug und dann kommt schon nichts mehr. Genau. Das häufigste nutze ich das Fahrrad. Ich glaube Roller. Im Kindergarten bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Ich denke, am häufigsten gehe ich zu Fuß. Ich fahre aber auch viel mit der Tram oder mit der S-Bahn, wenn ich in die Hochschule gehe, weil ich wohne hier in der Altstadt. Ich benutze am allerhäufigsten das Auto. Ich bin häufiger mit dem Fahrrad unterwegs. Der größte Nachteil ist natürlich die Umweltverschmutzung und ja, ab und zu schon auch die Parkplatzsuche. Also bei mir ist, ich bin jetzt nicht so empfindlich, aber ab und zu, wenn es regnet, schneit, kalt ist, dann brauche ich schon viel Motivation, um mit dem Fahrrad zu fahren.
Der Vorteil mit der Straßenbahn ist definitiv, dass du wetterunabhängig bist. Du kannst bei Regen fahren, bei Gewitter. Fahrrad ist anstrengender, definitiv. Ich komme oft verschwitzt an, weil ich nicht langsam fahren kann. Ich fahre dann immer so schnell wie möglich. Ich würde da also, wenn man jetzt ein bisschen entspannter den Arbeitstag und auch nicht verschwitzt verbringen würde ich die Straßenbahn empfehlen. Ja. Der erlebte Raum, der gebaute Raum und der Repräsentationsraum hängen immer zusammen. Zum Beispiel, wenn das erlebte Wetter Einfluss auf die Wahl des Verkehrsmittels hat oder wenn Parkplätze begrenzt sind und Menschen deshalb nicht mit dem Auto fahren. Wie wir individuell mit dem Raum umgehen, wird auch durch technische Innovationen bestimmt. Lastenräder und E-Bikes werden immer beliebter. Sie können das Auto ersetzen, besonders für kurze Strecken. Dominik Langer weiß, welche Bedeutung Lastenräder für die Mobilitätswende haben. Dominik, was macht denn so ein Lastenrad eigentlich aus? Ich sage immer, Lastenräder sind ja ein Fahrrad mit Kofferraum. Wenn man sich ein Auto kauft ohne Kofferraum, dann kauft man sich irgendeinen Sportwagen, ein Luxusgerät, irgendwas, was nicht alltagstauglich ist im Endeffekt. Das heißt, man hat mit einem Lastenrad plötzlich Möglichkeiten, die man mit dem Fahrrad so nicht hat. Lastenräder sorgen für neue Möglichkeiten in der Raumnutzung. Sie sind klein und wendig, können aber trotzdem viel Ladung transportieren. Mit E-Antrieb werden sogar weite und anstrengende Strecken entspannter fahrbar. Und als es dann so ein bisschen losging mit den Lastenrädern, war ich sofort Feuer und Flamme und habe gedacht, das ist doch auch echt eine coole Sache. Es ist einfach so, dass es so ein Lastenrad wird, ob man es jetzt will oder nicht, ob man das vorher sich überlegt hatte oder nicht, wird automatisch als Autoersatz benutzt. FahrradfahrerInnen erobern sich zunehmend mehr Raum, sowohl in den Debatten als auch auf der Straße. Sie bekommen mehr Macht bei den Verhandlungen darüber, wem der Raum gehört. Und das hat Auswirkungen auf den Raum anderer VerkehrsteilnehmerInnen. Ich glaube einfach, dass Autos in der Stadt sehr viel kleiner werden müssen. Also wenn es so was wie ein Auto in der Stadt braucht, und das wird es auch immer geben, dann müssen das Zweisitzer mit Elektroantrieb sein. Und wir mit diesen gewerblichen Lastenrädern, diese Schwerlasträder, die wir haben, da hat man schon so ein Mittelding. Also das sind teilweise vierrädrige Fahrräder, sehen überhaupt nicht mehr aus wie ein Fahrrad, sehen eher aus wie so ein Golfkart oder sowas. Also haben auch ein Dach, sagen wir, haben alle noch einen Fahrradlenker. Genau, sowas in die Richtung. Ich glaube, man kann die Standardautos schon aus der Stadt verbannen und bräuchte dann sehr, sehr viel weniger Platz. In der gesellschaftlichen Diskussion gibt es zu Mobilitätswende unterschiedliche Positionen. Auf der einen Seite stehen Menschen, die auf ihr Auto nicht verzichten wollen. Zu dieser Gruppe gehört zum Beispiel Ulf Poschardt, Chefredakteur des Medienunternehmens Welt N24. Demgegenüber stehen Menschen, die ein Umdenken fordern. Sie setzen sich für nachhaltige Mobilität ein. So zum Beispiel die Denkfabrik Agora Verkehrswende. Diese besteht aus PolitikerInnen, Menschen aus Gewerkschaften sowie VertreterInnen von Umwelt- und Verbraucherverbänden. Sie stehen für Elektromobilität und fordern weniger Verbrennungsmotoren auf den Straßen. Ob man nun Auto oder Fahrrad fährt, die Straßenbahn nimmt oder zu Fuß geht, man bewegt sich nicht allein im Raum, sondern teilt ihn sich mit anderen. Die Entscheidung für ein Verkehrsmittel bringt mit sich, dass man immer auch Teil der gesellschaftlichen Debatte über Mobilität ist. Also zurück zur Ausgangsfrage. Wie verändert Mobilität den Raum? Die Kulturwissenschaft findet darauf Antworten. Wir können im gebauten Raum Veränderungen direkt vor uns sehen und sie wahrnehmen. Beispielsweise werden mehr und breitere Fahrradwege gebaut. Das verändert den alltäglichen Umgang mit dem Raum und dadurch auch das Raumgefühl. Anhand des vorgestellten Raummodells kann man gut erkennen, dass die Mobilitätswende unser Straßenbild und unsere Vorstellung von Straße und Stadtraum bereits umstrukturiert hat.